Während Deutschland die Russenpeitsche oder auch der fiese Riese fest im Griff hat, üben wir schon mal den Sommer. Mit 3 Booten und einem Reihenhaus auf Kufen sind wir für ein paar Tage nach Käková gesegelt, um ein bisschen Spaß zu haben. Vorausgegangen waren 3 Wochen harter Arbeit an Land. Die To-Do-Liste war lang. Neben einem neuen Unterwasserschiff aus Coppercoat bekam die Dilly Dally auch einen neuen Zierstreifen. Sie wurde 3-mal poliert. Wir brachten eine Ankerkette von 80 Metern Länge an, tauschten ein altes Seeventil gegen ein neues für den Watermaker, reparierten die Fußpumpe, schraubten an der Elektrik und. Aber dann war es endlich soweit. Nach 3 Wochen war die Dilly Dally wieder im Wasser und wir konnten zum ersten Mal in See stechen. Testen, wie der Coppercoat sich auf die Performance der alten Lady auswirkt. Wir waren begeistert. Relativ konstant über 7 Knoten Fahrt, bei um die 12 Knoten scheinbarem Wind. Nicht schlecht. Erste Fahrt im neuen Jahr. Mit dabei Jan auf seiner Makame, unser dänischer Freund Carsten, dessen Barracuda wir am Vortag testeten, und Rainer mit seiner Lagoon. Los geht's! Mit optimalen achterlichen Winden erreichen wir das 21 Seemeilen entfernte Käková nach schon 3,5 Stunden. Gegen Ende brieste der Wind noch einmal auf knapp 30 Knoten auf und die Dilly Dally erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 9 Knoten. Jan ist der Erste, wir kommen kurz nach ihm rein und dann kommt auch schon Carsten mit seiner Barracuda auf Dänemark. Wie immer, wenn der Anker gefallen ist, bringen wir erstmal das Beiboot zu Wasser. Schließlich will der Hund auch mal an Land. An den grünen Plastikrasenersatz am Heck muss der Hund sich anscheinend erstmal gewöhnen. Bislang hat er ihn noch nicht als Grünfläche akzeptiert. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Chingene Beibootfahren einfach gerne hat. Ganz anders als das leidige Bürsten. Als letzter kommt Rainer mit seinem Reihenhaus. Aber er hat eine gute Ausrede. Knapp hatte er die griechische Seegrenze touchiert und sofort kam die Küstenwache auf ihn zu. Believe it was incredible. People came to me very fast with a speedboat, more than 1000 horsepower, 15 armed, really with big guns, armed. Good looking. I don't know, very good sunglasses looking. Yeah. Ray-Ban. Really black. Ray-Ban. Like yours. Your glasses like yours. Ray-Ban. I remember the company. Ray-Ban. Ray-Ban. Die Sonnenbrille brauchen wir an diesem herrlichen Februartag nicht mehr. Ein wunderschöner Sonnenuntergang belohnt uns. Und als die Sonne wieder aufgeht, wartet die erste Gassi-Runde. Und weil das Wasser immer noch knapp 20 Grad hat, steht einer Runde Wakeboarden nichts im Wege.
keiner zugenommen. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Und natürlich lässt sich auch Asum nicht die Gelegenheit entgehen, einmal Wakeboarding auszuprobieren. Allerdings bei ein paar Schwierigkeiten. Aber sie gibt nicht auf. Aller Anfang ist eben schwer. Und dann ist auch schon Freitag. Wir müssen zurück. Am Wochenende gibt es in der Türkei eine Ausgangssperre. Und zu allem Überfluss regnet es. Und dann sind wir schon wieder bei der griechischen Insel Kastellorizo und damit fast zu Hause.